Der lange Schatten, so beschrieb es das Ärzteblatt 2020, und zwar die Long-Covid-Symptomatik oder auch Post-Covid, Post-Corona-Symptomatik genannt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder ein Interview mitgebracht mit dem Arzt Dr. Voracek und wir sprachen über die Regenerationsmöglichkeiten bei Long-Covid-Symptomatiken. Das tschechische Fernsehen hat einen Bericht über Dr. Voracek ausgestrahlt, wo es eben genau darum ging, da er bereits einige Erfahrungen bzw. einige Patienten behandelt hat, eben mit der Long-Covid-Symptomatik in einer Klinik in der Nähe von Prag in der Tschechei. Und das Fernsehen, was bei uns quasi das öffentlich-rechtliche Fernsehen wie ARD oder ZDF wäre, hat dort eben einen Bericht darüber gemacht und ausgestrahlt und die Ergebnisse sind recht interessant und Dr. Voracek beschreibt seine Vorgehensweise und die Ergebnisse schlussendlich auch, die er mit dem Patienten erzielt hat. Also damit geht's jetzt auch direkt in das Interview. Der Klinik bzw. Praxis in der Tschechei und da ging es um das Thema Behandlung von Post-Covid-Patienten. Ich meine, das ist momentan ein heißes Thema oder diese Erkrankung wird ja auch Long-Covid genannt, ja, wie sie auch immer in ihren Facetten auftritt. Aber das würde mich mal interessieren, weil da kam ja der Mikrostrom der Luxamed speziell zum Einsatz. Gerade im Fernsehen hast du ja darüber auch ein kurzes Statement abgegeben. Und mich würde mal interessieren, wir haben ja schon mal einen Podcast auch darüber gemacht, aber wie sind jetzt eigentlich die Erfolge für dich dort oder was sind deine Erfahrungen jetzt der letzten Monate in dem Bereich Post-Covid und Luxamed Mikrostrom? Ja, also die Erfahrungen sind sehr positiv. Wir haben das ja nicht zusammengesetzt aus mehreren, sagen wir mal, Zugängen aus der Physik, also Rehabilitation, aus der Atemrehabilitation, aus Bewegungstherapie, aus Infusionen und aus der Mikrostrom. Und diese Kombination von diesen, sagen wir mal, 3 Teilen hat uns gezeigt, dass wir Patienten, die vorher langfristig auch schon über mehrere Monate über diverse Probleme mit der Atmung, mit der Sauerstoffsättigung, mit Organen bzw. mit Bewegungsorganen hatten, dass plötzlich bei den Leuten innerhalb relativ kurzer Zeit von 2-3 Wochen eine deutliche Verbesserung des allgemeinen Zustandes stattgefunden hat, auf die sie praktisch die ganze Zeit gewartet haben. Und es ist ja, wir haben mittlerweile ein relativ breites Publikum an diesen Patienten und wir sehen sobald, die Patienten haben meistens eine gewisse konstante Phase nach der Covid-Infektion durchgemacht und die dadurch, dass wir eingeschritten sind, sich plötzlich angefangen hat zu verändern. Bis zu dem Punkt hat sie sich nicht verändert und die Verläufe, die waren unterschiedlich lang. Jemand hatte das schon ein halbes Jahr gehabt, manche sogar 3/4 Jahr, manche nur 3 Monate und jedes Mal, wenn wir angefangen haben mit der Therapie, hat sich das verbessert und wir haben auch gesehen, zum Beispiel was ja relativ gut messbar ist, ist die Sauerstoffsättigung, gerade bei den Patienten, die mit der Lunge sehr viel Probleme hatten und das hat richtig gut eingeschlagen. Okay. Und wie setzt du es praktisch ein tatsächlich jetzt mal bezogen auf den Mikrostrom? Ich meine, die Infusion ist einfach, wie man sie praktisch einsetzt, aber wie ist es jetzt beim Mikrostrom? Ja, das ist halt in der Kombinationstherapie. Der Patient bekommt eine Atemrehabilitation mit einer Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten. Er bekommt, also in der ersten Phase, bekommt dann anschließend eine Infusion und zum Schluss oder neben der Infusion bekommt er auch schon Mikrostrom. Das heißt, wenn er schon da liegt, dann kann man die Zeit verkürzen und Mikrostrom wird appliziert an dem Thorax, an der Lunge, an dem Zwerchfell und da lassen wir das laufen mit der Infusion zusammen. Also es gibt da so ein paar Ansätze, über die ich noch nachdenke, was man in diese Infusion noch zusätzlich mischen kann. Aber wir haben an sich die Patienten alle in kürzester Zeit wirklich verbessert. Und wir kennen das, wenn jemand
früher mal eine sehr, sehr schwere Grippe durchgemacht hat, war er oftmals noch 3 oder 4 Monate nach auch immer noch so richtig oder kaputt und energetisch leer. Und das hier, ja, das bringt schon was. Also Sauerstoffsättigung geht sehr, sehr schnell nach oben. Die kommen manchmal mit 90, 92 Sättigung nur. Und innerhalb relativ kurzer Zeit sind sie wieder bei 97, 98. Hast du ein bestimmtes Programm, was du benutzt dort bei den Patienten? Ja, über dieses Programm, da müssen wir uns nochmal vielleicht unterhalten, ob da noch was zusätzlich wir noch kreieren müssen. Aber wir haben halt einerseits Stimulation, Regeneration, diese zwei Stimulation eher auf dem physischen Bereich oder Stimulation Atemsystem? Für die Atmung, dann Regeneration für die Lunge. Und also das wird kombiniert, einmal so, einmal so. Ja. Und ja, das sind also diese 2 meisten Programme, die wir da einsetzen. Und wir haben ja beim Luxamed auch die Möglichkeit der Live-Auslesung über jetzt mal die Diagramme. Ja. Siehst du dort, speziell bezogen auf diese Post-Covid-Patienten, siehst du dort Unterschiede zu anderen Patienten? Ja, ich sehe jetzt bei den Kurven, kann ich auf jeden Fall sehen, dass die Kurven mehr oder weniger, am Anfang haben sie mich alle überrascht ein bisschen, wie sich das entwickelt hatte, aber dann hat man doch eine gewisse Konstanz wieder gesehen. Und diese Konstanz habe ich dann angefangen zu begreifen, wie das ist. Erstens ist bei den Patienten oftmals sehr unterschiedlich und zweitens sehe ich, wie der Körper, wie sich die Lunge wehrt, beziehungsweise der Körper wehrt und wie die Maschine arbeitet. Wir sehen das ja dadurch, dass diese Darstellung sehr feiner geworden ist, sehen wir, dass am Anfang wirklich sich der Körper wehrt. Das heißt, wir sehen diese großen Ausschläge da drin. Ja. Und umso besser dann der Patient wird, sehen wir, dass die Ausschläge geringer werden, deutlich geringer werden. Und es geht einher auch mit der klinischen Verbesserung. Ja. Also ist tatsächlich auch ablesbar dann. Ja, es ist ablesbar, ja, eindeutig. Und wir sehen auch, wenn zum Beispiel der Patient, da haben wir schon ein paar Mal gemacht, Patient hat sich verbessert, dann hat er die Therapie wieder abgebrochen, dass scheinbar die Schäden mancher Patienten in der Lunge doch etwas größer sind und dass sie wieder zurückkommen, sagen, sie können wieder schlechter schnaufen, und dann, wenn man die dann wieder anhängt und da sehen wir wieder, wie die Kurvenverläufe sind, dann kann man sagen, okay, er war doch noch nicht so weit. Okay. Dann muss man das doch noch weiter fortsetzen. Ja. Du hast eben das Thema Sauerstoffsättigung angesprochen. Habt ihr auch mal Lungenfunktionsdiagnostik mit eingeführt? Da haben wir also selber machen die nicht, die LUFO, aber die wurde von anderen bereits, die Patienten kamen. Wir haben das dann auch empfohlen, eventuell eine Diagnostik zu machen. Und wir sehen ja an sich, wir geben den Leuten so ein Atemgerät, so ein kleines Trainingsgerät mit. Ja, und da sehen wir auch, dass sich daran die Patienten sich verbessern, an diesem kleinen Gerät bereits. Das ist also so ein Atemgymnastikgerät, das kennst du, gibt es verschiedene Formen, aber und der Patient kann zum Beispiel die Außeratmluft deutlich konstanter halten, er erreicht einen schnelleren Peak auch und das ist also so ein kleines Diagnostikgerät, aber auch für den Patienten. Ja, da ist ja auch wiederum wichtig, dass der Patient seine Fortschritte, da kommen wir wieder zurück, wo wir vorhin über die Olympioniken gesprochen haben, auch die Ziele. Ne? Ich meine, ich muss auch sehen, wann ich ein Ziel erreicht habe. Ja, und ich meine, erreichen tun es die Leute, wenn sie wieder kommen und sagen, ja, ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann wieder 10 Kilometer wandern, was vorher gar nicht gegangen ist. Das sind so diese klinischen Erfahrungen. Und das reicht im Endeffekt zu sagen, okay, der Patient ist vermutlich schon wieder fast der Alte oder sogar der Alte wie vor der Infektion. Ja. Ja, absolut spannend, finde ich toll. Und vor allem, dass das Fernsehen auch da das Ganze ausgestrahlt hat. Und es ist ja, bei uns würde man sagen, es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ja, das ist so wie ARD, ZDF. Wie ARD, ZDF war das. Ja.
Ja, spannend und finde ich gut, dass sich auch dort eben mit diesen konzeptionellen Therapieverfahren... Es ist ja sehr interessant, wir hatten ja im Endeffekt mit dieser sogenannten Post-Covid-Therapie hatten wir schon letztes Jahr begonnen, im Herbst. Wir waren praktisch wahrscheinlich die Ersten. Wir hatten zuerst mit den Infusionen begonnen, weil wir gesehen haben, diese Infusionen bringen auch was. Dann haben wir das ergänzt durch diese physikalische Therapie beziehungsweise durch die krankengymnastische Therapie. Und das haben wir weiter immer verfeinert. Und ich denke, heute sind wir auf recht guten Level. Und interessanterweise, dass sich die großen Krankenhäuser oder die Kliniken haben das Thema relativ spät aufgegriffen. Ja. Und wir hatten das letztes Jahr, wie gesagt, im Herbst schon gehabt und die haben das erst so vor 1-2 Monaten aufgegriffen, dieses Thema. Ja, ich meine, das zeigt einfach die Zeit und der Verlauf, dass eben dieses Thema ganz stark kommen wird, glaube ich persönlich in den nächsten Monaten und vielleicht nicht sogar Jahren. Dass uns das ein spannender Bereich wird und ich sehe das ja auch nicht nur, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, im Dezember haben wir einen Podcast gemacht, in 3 Teile aufgeteilt, da haben wir zusammen mit Dr. Stüker eine Episode gemacht und ich hatte im Januar diesen Jahres ein Interview mit einem Post-Covid-Patienten, der auch mit Meluxa mit Mikrostrom behandelt wurde und auch frequenzspezifisch. Da hat sogar Frau Dr. McMaken ein Frequenzprotokoll dem anwendenden Therapeuten geschickt. Therapeut aus Aachen oder Nähe von Aachen, der auch bei Dr. McMaken die Ausbildung gemacht hat in den letzten Jahren, hat dort auch sehr stark unterstützt, dass das funktioniert und eben dieser Patient, mit dem habe ich ein Interview geführt, das war auch interessant, wie dieser Verlauf ist und ich sehe das jetzt und sehe es halt auch in den Nachfragen eben zu den Post-Covid-Behandlungstherapien, Podcasts, was dort für Nachfragen und Anfragen an mich gerichtet werden, auch über die sozialen Medien und ich glaube, das wird ein wirklich interessantes Thema bleiben und vielleicht sogar noch stärker werden. Super. Aber dann danke ich dir für die Zeit und sehr gerne für die Informationen, die du wieder mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist für die Zuhörer und für die Anwender speziell von Mikrostromtherapie auch total wichtig, dass wir eben zeigen, dass wir hier probieren, das Ganze so gut es geht, auch ein Informations- und sogenanntes Neudeutsch Content, also Inhaltsmanagement zu liefern und wünsche dir auf der Olympiade wenig Arbeit in Bezug auf Traumatherapien, also Posttrauma, aber viel Arbeit in Bezug auf Regeneration und Stimulationstherapien für die Sportler und Sportlerinnen. Ja, das ist immer sehr interessant, weil die Sportler natürlich anders reagieren. Ja. Das sind natürlich hochgefahrene Maschinen. Ja, der Stoffwechsel ist deutlich schneller dort und die Reaktionszeiten sind auf die Behandlung, sagen wir mal, anders. Ja, das glaube ich und aber wie gesagt, viel Erfolg. Danke. Dass das alles gut wird und dass das Wetter in Tokio bzw. in Japan auch nicht so heiß wird. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Interviews und auch am Ende dieser Episode. In der nächsten Folge bzw. Episode habe ich Ihnen etwas ganz Spannendes mitgebracht und bin da auch gerade noch in der Vorbereitung. Und zwar ein Interview mit dem Arzt und Sportwissenschaftler Dr. Garafi aus Lüneburg, der schon viele Jahre Profisportler betreut und entsprechend dort Trainingskonzepte, aber auch Rehabilitationskonzepte für den Profisport entwickelt hat, da auch ein super spannendes, ich will mal sagen, Trainingsgerät, aber auch Rehabilitationsgerät selber entwickelt hat, was bei ihm in der Praxis und in vielen anderen Praxen auch bereits zum Einsatz kommt. Und wir haben mal darüber gesprochen, wie sich das Thema Bewegung eigentlich mit der Mikrostromtherapie vereinbaren lässt und wie seine Erfahrungswerte natürlich auch sind. Sport, Bewegung, entsprechend spezifische Trainingskonzepte bei Profisportlern, aber auch bei Amateursportlern in Kombination mit der Mikrostromtherapie. Dr. Garafi ist auch dieses Jahr wieder bei der Olympiade in Tokio mit dabei und spricht auch dort ein bisschen über, wie sich so die Vorbereitung auf die Olympiade darstellt und wie seine Erfahrungen der letzten Olympiaden, an denen er auch als Arzt teilgenommen hat, für ihn dargestellt haben und was sozusagen
im Forecast auf die kommende Olympiade in Tokio zu erwarten ist. Also super spannend, das Thema Mikrostrom und Bewegung. Was ist Bewegung eigentlich für den Körper, für den Organismus und sprich auch für den Stoffwechsel? Also wie gesagt, in der nächsten Episode Interview mit dem Arzt und Sportwissenschaftler Dr. Garafi. Bis dahin, Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und auf Wiederhören.